Na Leute, wie geht's? Keine Ahnung, was das war. Anyway, wir sind hier wieder zurück beim nächsten Spiel. Und zwar heißt das Electric Tortoise. Tortoise. Ich habe gerade extra bei einem English Clear Speech Assistant ein Video mir angeguckt, wie man das Wort ausspricht. Tortoise. Es heißt Schildkröte, wie ich richtig in Erinnerung hatte. Electric Tortoise ist ein iRobot und Blade Runner Inspired Interrogation Game, das wohl in der Zukunft spielt, wo ein Roboter wohl jemanden umgebracht hat und man hier als Chief Inspector oder irgendwas denjenigen verhören muss. Finde ich ein sehr spannendes Thema, könnte sehr cool sein. Blade Runner habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, dafür aber iRobot und den mag ich sehr gerne. Muss ich eigentlich mal wieder gucken. Insofern, a game by Dylan Rogers, music by Joe Baxter, Rap, Electric Tortoise. Case John Donovan, N61098. Conviction Manslaughter. Und das ist sehr cool, dass hier so Stück für Stück, wenn ich weitergehe, die Interrogation auch schon direkt so übergeblendet wird. Und schauen wir mal. Meine Gun, ich sitze hier in meinem Chair und oben ist ein Ventilator und da sind schon die Textboxen. Mr. Donovan, your file here says you were responsible for the murder of your master, Rick Holden. Assisted suicide. It was assisted suicide. Right, assisted suicide. Ich hoffe, der sagt das so ironisch, wie ich meine. There is a difference. I would not have done it if Mr. Holden hadn't asked me. Why did he ask you to kill him? Mr. Holden had been very upset recently. He often came home inebriated. His request became very strange. Like what? Sometimes random things, like running all the faucets, what's das, around the house. Other times it extended to sexual favors. It was not really programmed for such things. I was not really programmed for such things. What the fuck? How often would these favors be asked? At first, not all that often, once a month. Near the end, however, hourly. But they never brought him any happiness. Eventually, he started to try and kill himself. Why did you eventually help him kill himself? I tried to prevent it. The more I stopped him, the more he resisted me. He became greatly frustrated. Whoa. It was rather perplexing. I only did what I was programmed to do. When did he ask you to kill him? One night, after a long evening of crying and vomiting, the master looked at me and begged me. He said that being alive was the most painful experience to him. He said I was breaking the first law by letting him alive. Das ist interessante Deutung der First Law. And that's when you helped him commit suicide. Yeah. Yes, I let him die. And that's when you have the first law stipulates that you also can't injure a human being, however. How did you bypass that? By not helping. I was violating the inaction clause by helping. I was violating the injure clause. So they both cancelled each other out and I sorted out the second law to obey Mr. Olden's orders. Das ist eine interessante Logik. Right, so ich weiß nicht, warum die anderen Worte. Ich finde es cool, dass man 3 Arten hat, den so auszuhören, aber ich versuche so zu machen, wie ich es machen würde. Und ich weiß nicht, warum man unbedingt so anti-roboterhaft und bösartig den hinterfragen und angreifen muss. Vielleicht bin ich da dumm und wie gesagt, bei iRobot und so, ne? Einfach so glauben. Aber bisher sind ja keine Anzeichen dafür, dass es wirklich ein. Bisher habe ich ja keine offensichtlichen Hinweise, dass es ein Mord gewesen sein muss. Insofern spiele ich einfach mal mit.
Right, so your programming made it an acceptable option. See it as you will, detective, but I did my best to serve my master. I would repeat my choice if I had the option to. Das ist schon wieder... Understandable, but law is law. I must sentence you to disconnection. Understandable, and I quit of your crime, Mr. Donovan. There is no excuse for breaking the first law. You are to be disconnected. Ich würde den freilassen, tatsächlich. Thank you, Detective, but I would prefer to be convicted. Nun, dann... Ja, why that? Na, das ist programmiert, ein ausgeprägtes Rechtssystem zu haben, denke ich mal, ne? I don't want to be put into the same position again. The confusion, the pain, the hate. I never want to experience it ever again. Then, by your request, I will order a disconnection. If I could ask one favor, Detective, what would that be? Could you please shoot me instead of being disconnected? What? I know it's a strange request, but I need this. I don't want to think about Mr. Holden anymore. The faster I can remove myself from this memory, the better. There aren't any laws to incriminate you killing me. Klar müsste das eine Law sein, wenn... Andererseits bei der Technik und so dürfte das hier alles aufgedingst werden. Und wenn ich den im Effekt erschieße... Ich kann sagen, ich habe Angst bekommen. Also ich denke, ich kann das schon irgendwie rechtlich durchboxen. Ist ja auch nur ein Roboter. Also warum nicht ihm den Gefallen tun? Mhm. Und jetzt? Ah, okay, es geht wieder weiter. Neuer Kamerawinkel. Das war's anscheinend. Ich gehe nochmal da lang, aber ich denke, es war's. Ich mag den Stil. Ich fand, der Dialog war gut geschrieben, es war interessant. Ich denke... Ich weiß nicht, ob ich... Ich denke, ich mache nochmal die aggressive Variante. Guck, was dann passiert. Aber es wirkte ja gerade sehr honest und sehr ehrlich, das ist das gleiche Wort, von ihm, weil... Ich meine, wenn er sich am Ende freiwillig hatte schießen lassen, dann wirkt es ja so, als wäre das die echte Geschichte, die er erzählt hat. Ich sag Mörder. There is a difference. Ja, okay, das hat er gesagt. Das hat er gerade schon gesagt. Boah, okay. Also das forst einen, in den gleichen Dialog zu gehen. So oder so, ziemlich cooles kleines Spiel. Nette Erfahrung. Sowas als volles Spiel würde ich spielen. Aber natürlich nur, wenn es eben nicht nur aus Interviews besteht, sondern die Interviews ein Part sind. Also ein Part des gesamten Spiels sind. Und der Rest dann aber halt rumlaufen in der futuristischen Stadt und Schießereien, Verfolgungsjagden und so. Und das ganze Polizeiprogramm. Das ist echt cool. Aber das ist ein cooles einzelnes Feature. Und ein Spiel, wo das hier ein Teil von ist, würde ich machen. Ich guck mal, ob der Entwickler noch irgendwas gemacht hat. Und ja, das war das. Tschüss.